Hast du dich jemals gefragt, wer mit Allahs Erlaubnis hinter dem Regen, dem Wind und den Wolken steht? Wer dafür sorgt, dass wir jeden Tag Nahrung auf unserem Tisch finden, nicht zufällig, sondern nach einem göttlichen Plan? Hinter all dem steht einer der größten Engel, Mikael a.s., und seine Aufgabe betrifft unser tägliches Leben und jeden Atemzug. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Der Glaube an die Engel gehört zu den 6 Grundpfeilern des Iman. Engel sind Geschöpfe aus Licht, die Allah erschaffen hat, um seinen Willen auszuführen. Sie besitzen keinen eigenen Willen wie Menschen, sondern gehorchen Allah ohne Zögern. Unter ihnen gibt es gewaltige Engel, die besondere Aufgaben haben. Mikael a.s. gehört zu den größten und bedeutendsten Engeln. Seine Aufgabe betrifft nicht einzelne Menschen, sondern die gesamte Schöpfung, denn er ist verantwortlich für die Versorgung und das Leben auf der Erde. Mikael a.s. wird namentlich im Koran erwähnt, und zwar in Surah Al-Baqarah, Vers 98. Wer Allah, seine Engel, seine Gesandten, Jibril und Mikael hasst, so ist Allah den ungläubigen Feind. Dieser Vers wurde offenbart, weil einige Juden in Medina sagten, dass sie Jibril ablehnen würden, da er Strafe bringe, während Mikael Versorgung und Barmherzigkeit bringe. Allah machte jedoch klar, wer auch nur einen seiner Engel ablehnt, lehnt Allah selbst ab. Der Gelehrte Ibn Kathir erklärte, die Nennung von Jibril und Mikael zeigt ihre besondere Stellung. Beide sind Führer der Engel, die mit den wichtigsten Angelegenheiten betraut wurden, Jibril mit der Offenbarung, Mikael mit der Versorgung. Im Tafsir von Al-Qurtubi wird ergänzt, dass dieser Vers verdeutlicht, dass kein Unterschied in der Annahme der Engel gemacht werden darf. Alle sind Diener Allahs, und wer einen von ihnen hasst, widersetzt sich Allah subhanahu wa ta'ala. Der Name Mikael stammt ursprünglich aus dem Hebräischen bzw. Aramäischen. Wörtlich bedeutet er, wer ist Allah? Als eine Frage, die niemand außer Allah beantworten kann, denn keiner ist ihm gleich. Diese Bedeutung ist in den Schriften der Al-Ahl al-Kitab bekannt. Und auch im Islam bestätigen Gelehrte, dass dieser Sinn mit dem Tawhid übereinstimmt. Mikael a.s. repräsentiert damit eine ständige Erinnerung. Kein Engel, kein Prophet, kein König. Niemand kann Allah gleichgestellt werden. Auch wenn diese sprachliche Bedeutung außerhalb des Korans überliefert ist, widerspricht sie nicht der islamischen Aqidah. Vielmehr passt sie zu seiner Aufgabe, nämlich die Menschen immer wieder an die Allmacht Allahs zu erinnern, indem er die Versorgung bringt, die wir so oft als selbstverständlich ansehen. Mikael gehört zu den mächtigsten Engeln und hat eine zentrale Rolle in der Aufrechthaltung des Lebens auf der Erde. Seine Aufgabe ist es, mit Allahs Erlaubnis für Versorgung, Regen, Wind und Pflanzen zu sorgen. Im Tafsir Ibn Kathir wird überliefert, dass er wie Jibril a.s. einen gewaltigen Rang unter den Engeln besitzt. Es heißt, dass Mikael nicht alleine handelt, sondern Helferengel hat, die verschiedene Aufgaben für ihn erfüllen. Manche lenken die Wolken, andere bringen den Regen zu bestimmten Regionen, wieder andere sorgen für den Wuchs von Pflanzen. Jeder dieser Engel führt genau den Befehl aus, den Allah bestimmt hat. Nichts geschieht zufällig, nicht ein Tropfen Regen fällt ohne die Erlaubnis Allahs. Somit wird auch eine Frage verständlich, die manche verwirrt. Ist Mikael gleichzeitig in allen Ländern bei jedem Regen dabei? Allah hat ihm die Oberaufsicht über die Versorgung der Erde gegeben, und unter seinem Befehl stehen unzählige Engel, die in verschiedenen Regionen wirken. So wird die gesamte Erde versorgt, und doch geht alles auf einen göttlichen Plan zurück, den Mikael a.s. mit seinen Helfern ausführt. Diese Aufgabe macht ihn zu einem Engel, dessen Wirken jeden Menschen betrifft, egal ob Muslim oder Nicht-Muslim. Denn Regen und Versorgung sind Gaben Allahs für die gesamte Menschheit, und Mikael ist das Werkzeug, durch das Allah diese Rahma zu seinen Geschöpfen bringt. Einer der größten Aufträge von Mikael a.s. ist die Verteilung des Rizq, der Versorgung, die Allah für jedes Geschöpf bestimmt hat. Im Koran betont Allah, es gibt kein Lebewesen auf der Erde, dessen Versorgung nicht bei Allah wäre. Doch die Engel sind die Mittel, durch die Allah diese Versorgung an die Schöpfung übermittelt. So wie Jibril a.s. die Offenbarung bringt, bringt Mikael a.s. Regen und Nahrung. Er ist also ein Engel des Lebens und des Fortbestehens.
Die Gelehrten erklären, wenn der Regen fällt, dann ist er nicht nur Wasser, sondern Teil einer gewaltigen Kette. Aus ihm wächst das Korn, aus dem das Brot gebacken wird, die Tiere trinken davon und am Ende erreicht uns ein Stück Nahrung. Und alles begann mit einem Befehl Allahs, den dieser gewaltige Engel ausführte. Dass Rizq unterschiedlich verteilt ist, gehört zur Weisheit Allahs. Manche Menschen leben im Überfluss, andere mit wenig. Mikael führt nur das aus, was Allah bereits bestimmt hat. Darum ist er in gewissem Sinn ein Engel der Gerechtigkeit, nicht aus eigener Kraft, sondern weil er die göttliche Verteilung des Rizq umsetzt. Für uns bedeutet das, jeder Bissen, jeder Schluck, jeder Atemzug ist ein Geschenk, das durch Mikael a.s. mit Allahs Erlaubnis zu uns gelangt. In den authentischen Überlieferungen wird Mikael a.s. an besonderen Stellen erwähnt. Rasulullah sprach oft Bittgebete, in denen er Jibril, Mikael und Israfil nannte. Bei Muslim wird überliefert, dass er sagte: O Allah, Herr von Jibril, Mikael und Israfil, Schöpfer der Himmel und der Erde, Kenner des Verborgenen und des Sichtbaren, du richtest zwischen deinen Dienern in dem, worüber sie uneinig sind. Führe mich zur Weisheit in dem, worüber Uneinigkeit herrscht, mit deiner Erlaubnis. Dieser Hadith zeigt, der Engel Mikael hat eine sehr hohe Stellung, denn er wird zusammen mit Jibril und Israfil genannt. Jedoch gibt es keine authentische Beschreibung über sein Aussehen oder seine Größe. Die Gelehrten betonen, dass man sich an das halten soll, was im Koran und in Sahih Hadithen überliefert ist, nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir über Mikael a.s. nachdenken, erkennen wir eine wichtige Botschaft. Nichts in unserem Leben geschieht von allein. Der Regen, das Wasser, die Nahrung, all das sind Geschenke Allahs, die er durch seine Engel zu uns bringt. Dieser Engel erinnert uns daran, dankbar zu sein für das, was wir täglich konsumieren. Oft sehen wir nur den letzten Schritt, das Brot im Ofen oder das Wasser im Glas. Doch dahinter steckt eine unsichtbare Ordnung. Jeder einzelne Tropfen Regen fällt nach Plan. Jede Pflanze wächst durch göttliche Bestimmung. Der Muslim sollte darin ein Zeichen der Rahma Allahs sehen und lernen, den Schöpfer für jede Versorgung zu lobpreisen. Mikael a.s. sorgt für Fruchtbarkeit der Erde und für das Wehen der Winde. Doch eines müssen wir verstehen: So wie unser Rizq nicht allein durch unsere Anstrengung entsteht, sondern in erster Linie von Allah kommt, so wirkt auch Mikael a.s. nicht aus eigener Kraft. Er führt nur aus, was Allah bestimmt, denn Allah alleine ist Ar-Razaq, der Versorger. Mikael a.s., einer der gewaltigsten Engel überhaupt, verantwortlich für die Versorgung und das Leben auf der Erde. Sein Name trägt die Botschaft: Wer ist wie Allah? Oder niemand ist wie Allah. Alles, was er tut, erinnert uns an den einen, der wahre Versorger ist, Allah subhanahu wa ta'ala. Wer das versteht, versteht, dass der Weg immer zurückführt zu Allah, dem Einzigen, der versorgt. Manche Wege geht man nicht allein. Wenn du offen für neue Themen bist, bleib gern dabei.